Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in den USA. Tim und Robin haben immer von einem Haus mit einer eigenen Familie und einem Hund geträumt. Also setzten sie alles daran, ihren Traum in die Realität umzusetzen und kauften sich ein Haus. Sie wollten zuerst ihre Kinder haben und sich dann einen Hund anschaffen, der gemeinsam mit ihren Kindern aufwachsen würde. Doch wie so oft hält einem das Leben Überraschungen bereit. Dabei hatten sie alles durchgeplant. Sie würden heiraten und nach 1 oder 2 Jahren versuchen, ein Baby zu bekommen. Die 3 Kinder sollten in einem Abstand von etwa 2 Jahren geboren werden. Das war ein toller Plan, wenn dann nicht die Tatsache wäre, dass das Leben nicht immer nach unseren Vorstellungen verläuft. Nach ihrer Heirat warteten sie ein Jahr lang und versuchten dann ein Baby zu bekommen. Doch ab diesem Zeitpunkt ging alles schief. Nach mehr als einem Jahr wurde ihnen klar, dass es auf natürlichem Wege nicht klappen würde. Sie mussten eine ganze Reihe verschiedener Fruchtbarkeitsmethoden ausprobieren. Und die meisten davon haben nicht funktioniert. Es hat einige Jahre gedauert und viel Geld gekostet, aber schließlich hat sich alles ausgezahlt und sie wurden schwanger. Sie waren unglaublich aufgeregt, als ihr erstes kleines Mädchen geboren wurde. Nicht nur Tim und Robin waren überglücklich über die Ankunft ihres Babys, auch ihre Familien teilten diese Freude. Als ihre Tochter etwa ein Jahr alt war, begannen sie den Prozess von neuem. Doch dieses Mal wurden sie viel schneller schwanger. Leider verloren sie das Baby bald darauf. Die Erfahrung des Schwangerschaftsverlustes war niederschmetternd, aber sie wollten ihrem Kind unbedingt ein Geschwisterchen schenken. Sie mussten den Sprung wagen und es erneut versuchen. Erneut wurden sie schnell schwanger und alles verlief reibungslos. Erst gegen Ende der Schwangerschaft begannen die Dinge schief zu laufen. Robin bekam Krämpfe und Wehen und musste schließlich ins Krankenhaus. Man versuchte die Geburt so weit wie möglich hinauszuzögern, aber dennoch wurde das Baby viel zu früh geboren. Es war wieder ein kleines Mädchen und sie verbrachte einige Zeit auf der Neugeborenen-Intensivstation. Zum Glück war sie eine kleine Kämpferin und schon bald war sie auf dem Weg nach Hause. Sie war ein gesundes und glückliches Mädchen. Tim und Robin beschlossen, dass sie ihre Familie zu diesem Zeitpunkt nicht weiter vergrößern wollten. Sie hatten immer gehofft, einmal 3 Kinder zu haben. Doch aufgrund der Tatsache, dass sie lange glaubten, niemals Kinder haben zu können, waren sie mit ihren 2 Mädchen glücklich. Es war so viel in so kurzer Zeit passiert. Sie hatten keine Energie mehr für die nächsten Schritte ihrer Pläne. Sie wussten, dass die Anschaffung von einem Hund genauso anstrengend sein konnte wie die eines neuen Babys. Das Paar wollte sich etwas Zeit nehmen und die Momente genießen. Doch nach etwa einem Jahr geschah etwas, das sie nicht kommen sehen konnten. Plötzlich ging es Robin nicht mehr so gut und sie war sehr müde. Zuerst dachten sie, dass es vielleicht der Stress war, der sie einholte. Aber auch nach einem schönen Erholungsurlaub ging es ihr nicht besser. Tim drängte sie, zum Arzt zu gehen und gemeinsam machten sie sich auf den Weg, um sich untersuchen zu lassen. Sie waren schockiert, als sie die Nachricht erhielten. Sie war schwanger. Robin bekam ein Baby und dieses Mal wurde sie ganz natürlich schwanger. Sie waren völlig aus dem Häuschen, aber auch sehr aufgeregt. Die Ärzte hatten zwar gewarnt, dass Robin bei dieser Schwangerschaft ein höheres Risiko für Komplikationen hatte, aber sie waren bereit, das Risiko einzugehen. Mit dieser Überraschung hatten sie nicht gerechnet, aber sie freuten sich sehr. Doch schon bald nach Beginn der Schwangerschaft hatte Robin Probleme. Sie hatte Wehen und hätte das Baby im ersten Trimester fast verloren, aber die Ärzte konnten es verhindern. Sie kämpfte die ganze Schwangerschaft hindurch mit Unwohlsein. Das Baby schien sich bei den Ultraschalluntersuchungen gut zu entwickeln und das war das Wichtigste. Aber sie waren auch sehr aufgeregt, als sie erfuhren, dass sie dieses Mal einen kleinen Jungen bekommen würden. Wie schon bei ihrem zweiten Kind setzten die Wehen viel zu früh ein. Diesmal dauerten Robins Wehen sehr lange und schließlich mussten sie einen Notkaiserschnitt vornehmen. Ihr Baby wurde dabei verletzt und war teilweise gelähmt. Er konnte die linke Seite seines Körpers überhaupt nicht bewegen. Die Ärzte erklärten, dass es ihm mit Hilfe von Physiotherapie etwas besser gehen könnte, wenn er etwas älter wäre. Sie nannten ihn Clark und gaben ihm alle Unterstützung, die sie bekommen konnten. Trotz seiner Einschränkungen war Clark ein glückliches Baby und seine Schwestern liebten ihn. Aber je älter er wurde, desto mehr Herausforderungen musste er bewältigen. Als er noch ein kleines Baby war, machten ihm seine Einschränkungen nicht so viel aus. Aber als er älter wurde, wollte er seinen Schwestern folgen, wenn sie spielten. Das war natürlich nicht möglich. Sie brachten ihn zu vielen Ärzten, aber keiner von ihnen konnte ihnen eine Antwort geben. Es gab keine Medikamente oder Operationen, die helfen konnten, ihren kleinen Jungen zu heilen. Es schien, als müssten sich seine Eltern mit der Tatsache abfinden, dass er für immer eingeschränkt sein würde. Ein Neurologe, den sie mit Clark besuchten, sagte, dass Kinder sehr gut mit einer Tiertherapie zurechtkommen. Er gab ihnen eine Liste mit Orten, die sie besuchen könnten, um mit Hunden oder Pferden zu interagieren. Aber er sagte auch, dass es vielleicht besser wäre, Clark einen eigenen Hund zu besorgen. Er empfahl einen Chow Chow oder einen Labrador.
Sie glaubten nicht wirklich, dass ein Haustier Clark helfen könnte, aber es brachte sie zum Nachdenken. Die Herausforderungen, denen sie mit ihren Kindern begegnet waren, hatten ihren ursprünglichen Plan verworfen, aber sie wollten auch, dass die Kinder mit Tieren aufwachsen. Sie beschlossen, sich auf die Suche nach einem Hund für alle Kinder zu machen. Die Idee, einen Labrador anzuschaffen, gefiel ihnen, weil sie wussten, dass diese Hunde sehr gut mit Kindern umgehen können. Sie suchten in den örtlichen Tierheimen nach einem geeigneten Hund und eines von ihnen hatte tatsächlich das perfekte Tier. Lucy konnte gut mit Kindern umgehen und die beiden Mädchen haben sich sehr schnell an den Hund gewöhnt. Aber der Hund schien zu spüren, dass der kleine Clark ihre Gesellschaft brauchte. Die beiden bauten schnell eine ganz besondere Bindung zueinander auf. Der Hund war erstaunlich sanft zu dem Baby. Sie verstand auch, dass sie sich selbst dem Baby nähern musste, weil es für ihn nicht so leicht war, zu ihr zu kommen. Das Baby kicherte, wenn der Hund sich ihm näherte, und streckte seine Hand aus, um ihn zu berühren. Aber niemand ahnte, was dann geschah. Eines Tages, als Lucy näher an Clark herankam, lachte er wie immer. Doch plötzlich streckten sich seine beiden kleinen Arme nach oben und versuchten, den Hund zu berühren. Das war das erste Mal, dass er seinen linken Arm benutzte. Langsam half der Hund Clark besser zu werden und sich mehr zu bewegen. Er stand auf beiden Beinen auf, indem er sich an Lucy festhielt. Und er konnte sogar zum ersten Mal laufen, weil er gegen den Hund balancieren konnte. Tim und Robin konnten es nicht glauben. Sie hatten sich Sorgen gemacht, dass ihr kleiner Junge aufgrund seiner traumatischen Geburt immer Probleme haben würde. Aber mit der Hilfe eines ganz besonderen Hundes ging es ihm jeden Tag besser. Als der Junge etwa 4 Jahre alt war, hatte er sich vollständig erholt. Er konnte mit Lucy und seinen Schwestern laufen, und Tim und Robin hatten endlich die Familie, von der sie immer geträumt hatten. Es kam ganz anders, als sie es erwartet hatten, aber am Ende wurde alles gut. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Mann entdeckte eine seltsame Kreatur in einer Elefantenherde und war schockiert. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.